Bon dia, good morning, wunderschönen guten Morgen. Bon dia, guten Morgen, wunderschönen guten Morgen. I hope you guys are doing well. Ich hoffe, es geht euch gut. I hope you're enjoying the goodness of God and the life of Jesus. Ich hoffe, ihr genießt die Güte Gottes und das Leben Jesu. This is his desire for every one of his children. Das ist sein Wunsch für jedes seiner Kinder. Jesus came that you have life and life abundantly, and he wants you to live that. Jesus ist gekommen, damit du lebst, ein Leben in Fülle, und er möchte, dass du das wirklich lebst. So now let's see what the Apostle Paul has to teach us here. Schauen wir uns an, was der Apostel Paulus uns hier lehrt. So he told us that Christ was already there with them in the wilderness. Er sagt uns, dass Christus bereits in der Wüste bei ihnen war. That he was right with them. They could have lived in a close relationship with him. Dass er direkt bei ihnen war und sie in einer engen Beziehung zu ihm hätten leben können. Now comes a very sad statement. Jetzt kommt eine sehr traurige Aussage. Yet God was not pleased with most of them. Doch Gott hatte keinen Gefallen an den meisten von ihnen. You know, when God was not pleased, Wenn Gott nicht zufrieden war, it was actually very sad. war das eigentlich sehr traurig. Because if you really think about this, they've experienced Christ every day. Denn wenn du darüber nachdenkst, dann haben sie Christus bereits jeden Tag erlebt. How many Christians have said to me, Reinhard, I've never seen a real miracle. Wie viele Christen haben zu mir gesagt, Reinhard, ich habe noch nie ein echtes Wunder gesehen. If I would one time see a real miracle, I would believe too. Wenn ich einmal ein echtes Wunder sehen würde, würde ich auch glauben. While I believe in the importance of miracles, Obwohl ich an die Wichtigkeit von Wundern glaube, while I believe the supernatural needs to be part of the preaching of the gospel, obwohl ich denke, dass das übernatürliche Teil der Verkündigung des Evangeliums sein muss, we must not be fooled into the wrong belief dürfen wir uns nicht zu dem falschen Glauben verleiten lassen, that if we have a heart of unbelief, it will change through seeing a miracle. dass sich unser ungläubiges Herz durch das Sehen eines Wunders ändern wird. See, why was God displeased with these people there in the wilderness? Warum war Gott mit diesem Volk in der Wüste unzufrieden? Because they walked in rebellion even though they've seen the miracle every day. Weil sie in Rebellion lebten, obwohl sie jeden Tag Wunder gesehen haben. So what happened? Was geschah? Their shoes did not wear out. Well, that's quite miraculous. I constantly need to replace mine. Ihre Schuhe wurden nicht abgenutzt. Das ist wirklich ein Wunder. Ich muss meine ständig ersetzen. Something else happened. Noch etwas geschah. Jesus himself walked with them in the cloud. Jesus selbst ging mit ihnen in der Wolke. God supernaturally divided an ocean they walked through on dry feet. Gott teilte auf übernatürliche Weise einen Ozean und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Every day food came down from heaven supernatural. Jeden Tag kam das Essen auf übernatürliche Weise vom Himmel. They saw victory, they saw provision, Sie sahen Sieg, sie sahen Versorgung, they saw protection, sie sahen Schutz. yet God was not pleased with them. Und doch war Gott nicht zufrieden mit ihnen. Even so much that their dead bodies were scattered around the wilderness. Sogar so sehr, dass ihre Leichen in der Wüste verstreut waren. You know, in Hebrews, the Bible says, without faith, it's impossible to please God. Im Hebräerbrief heißt es in der Bibel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Chapter 11, verse 6. Kapitel 11, Vers 6. So look, God wasn't pleased with them because they were a people of unbelief. Gott war nicht zufrieden mit ihnen, weil sie ein Volk des Unglaubens waren. Even though seeing all the good things of God. Obwohl sie all die guten Dinge von Gott gesehen haben. Now, why did the Apostle Paul write this into the Bible? Warum hat der Apostel Paulus das in die Bibel geschrieben? Well, he actually didn't write it into the Bible. He just wrote a letter to the Corinthians. People put it into the Bible. Eigentlich hat er es nicht in die Bibel geschrieben, er hat nur einen Brief an die Korinther geschrieben. Die Menschen haben es in die Bibel geschrieben. But why is this in the Bible? Aber warum steht das in der Bibel? What does that have to do with you and with me? We don't live in the wilderness. We still have to buy shoes and we have to drink the water from the faucet, not from the rock. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Wir leben nicht in der Wüste, wir müssen immer noch Schuhe kaufen und wir müssen das Wasser aus dem Wasserhahn trinken, nicht aus dem Felsen.
It has everything to do with you. Es hat alles mit dir zu tun. Look what it says in verse 6. Schau, was Vers 6 sagt. Now all these things serve as type and pictures for us. All diese Dinge aber dienen uns als Vorlagen und Bilder. Lessons that teach us not to fail. Lektionen, die uns lehren, nicht zu versagen. In the same way, by callously craving worthless things. Auf dieselbe Weise, indem wir zügellos nach wertlosen Dingen verlangen And practicing idolatry as some of them did. und Götzendienst treiben, wie es einige von ihnen taten. Now remember, even though this was a different story under a different covenant with a different people, Erinnere dich, obwohl es eine andere Geschichte unter einem anderen Bund mit anderen Menschen war, and Paul is not writing here to a group of Jews, und Paulus schreibt hier nicht an eine Gruppe von Juden, he's trying to the Corinthians in Corinth. sondern an die Korinther in Korinth, He says that God wanted all of this written down for this purpose, sagt er, dass Gott wollte, dass all dies zu diesem Zweck aufgeschrieben wird, that you and me could learn very important things. damit du und ich sehr wichtige Dinge lernen können. Do you know, it gets quick, it happens quicker than we realize that our hearts are conquered by idolatry. Weißt du, es passiert schneller, als du realisierst, dass unsere Herzen vom Götzendienst erobert werden. What does idolatry mean? Was bedeutet Götzendienst? Idolatry simply means to giving anything or anyone the place that is reserved for God. Götzendienst bedeutet einfach, etwas oder jemandem den Platz einräumen, der Gott vorbehalten ist. We can have our wife, our husband as an idol, Wir können unsere Frau, unseren Mann als Götze haben, material things, materielle Dinge, ministry. einen Dienst. Anything can get the place that belongs to God only in our life. Alles kann den Platz in unserem Leben einnehmen, der nur Gott gehört. So what's the place that belongs to God alone? Was ist der Platz, der allein Gott gehört? Our hearts. Unsere Herzen. They belong to Him. Sie gehören ihm. Think how much the Bible warns of allowing other things to conquer our hearts. Denk daran, wie sehr die Bibel davor warnt, anderen Dingen zu erlauben, unsere Herzen zu erobern. It's idolatry. Das ist Götzendienst. Do you know, I was very clear before I married Debbie. Ich wusste ganz klar, bevor ich Debbie geheiratet habe, I was very clear that if she will marry me, she will never have a husband who loves her more than anything else or anyone else. wenn sie mich heiratet, wird sie nie einen Mann haben, der sie mehr liebt als alles andere oder jemand anderen. I always said I will love Jesus more than her. Ich habe immer gesagt, ich werde Jesus mehr lieben als sie. Because if you don't, you're living in idolatry. Denn wenn du das nicht tust, lebst du im Götzendienst. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.